genauso benimmt wie vor seiner Frau. Ich schaue nicht euch an, ich schaue mich als erstes an. Ich persönlich habe mit diesem Thema so viele Mängel bei mir gesehen, mag ich gar nicht aufzählen, mag ich gar nicht erzählen. Behalte ich lieber für mich. Ich rechne mit mir ab, bevor Allah subhanahu wa ta'ala mit mir abrechnet. Aber wir haben die Chance, solange wir lebendig sind, uns zu verändern. Ich kann heute noch, ich bin lebendig, kann mich ändern, oder? Kann ich das nicht? Ist für mich so. Ich muss so sein. Ich muss aggressiv sein, ich muss böse sein. Das ist keiner von uns. Wir müssen uns davon trennen, um ein falsches Verständnis. Die Basis der Ehe ist Taqwa, die Gottesfurcht. Wir fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Der Muslim handelt aus Taqwa, weil er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Wenn die Basis der Ehe auf Taqwa beruht, dann wird die Ehe auch inshallah funktionieren. Warum? Weil wenn ich Taqwa habe, ich fürchte Allah, ich werde mich um diese Religion kümmern, ich werde lesen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist, und dem werde ich folgen. Ob mich jemand beobachtet von den Brüdern oder nicht. Ich fürchte Allah als allererstes. Und dann werde ich meine Frau gut behandeln. Und umgekehrt für die Frau, sie fürchtet auch Allah und tut, was ihre Pflicht ist. Aber da kommen wir später zu. Wir wollen erstmal die Dinge behandeln, die aus uns Männern, inshallah, bessere Ehemänner machen. Und die Gelehrten geben uns eine Menge Tipps. Ich habe nur ein paar genommen. Weil, wenn die Masse so viel ist, ich vergesse sowieso. Ich muss mir aufschreiben, ehrlich gesagt, weil ich es mir nicht im Kopf merken kann. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Normalerweise müssten wir diese Dinge in unseren Herzen haben. Das Erste, was die Gelehrten sagen, ist, dass der Muslim nicht seine Frau erniedrigen soll. Erniedrige deine Frau nicht, ach. Da hast du kein Recht zu. Der Mann ist der Frau übergestellt. Das heißt aber nicht, dass er mehr wert ist. Der Mann ist genauso viel wert wie die Frau. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna akramakum indallahi atqakum. Der Angesehenste bei Allah von euch ist derjenige, der am gottesfürchtigsten ist. Nicht der Mann ist. Der am gottesfürchtigsten ist. Deine Frau fürchtet Allah mehr, macht mehr für diese Religion, vielleicht hat sie bei Allah subhanahu wa ta'ala viel höheren Stellenwert. Und du erniedrigst sie, drückst sie runter, kritisierst sie ständig, machst sie fertig mit allen möglichen Dingen. Es passt dir nicht, das Essen schmeckt dir nicht, machst deine Frau fertig. Das dürfen wir nicht tun. Unsere Frauen sind auch unsere Schwestern im Islam. Das ist eine Amatullah, eine Dienerin von Allah. Und wir haben nicht das Recht, eine Frau zu erniedrigen. Seid nicht geizig zu euren Frauen. Wir sehen heutzutage, man sieht, dass Männer für sich selber alles kaufen. Ich habe ein neues iPhone, ich habe einen neuen Laptop, ich habe dies neu, ich habe das neu. Und was habe ich für meine Frau gekauft? Ach, die braucht doch gar nichts, oder? Was brauchst du? Einen Kochlöffel? Subhanallah. Nein, Brüder. Wenn ich für mich kaufe, kaufe ich für meine Frau. Weil meine Frau kostbar ist. Weil meine Frau eine Dienerin von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Kritisiert eure Frauen nicht ständig. Die ständige Kritik des Mannes an die Frau bringt der Frau das Herz dazu, abzuschalten, zu sterben für die Liebe. Wenn du deine Frau immer kritisierst, Frauen ticken so, auch wenn wir Männer das oft nicht verstehen, Frauen ticken so. Wenn du sie immer kritisierst, ihr Herz wird die Liebe rausgehen. Sie liebt dich nicht mehr. Und dann, wie lange wird sie bei dir bleiben? Wie lange wird sie bei dir bleiben? Viele Ehepaare sind nur verheiratet aus Gewohnheit. Keine Lust mehr, eine eigene Wohnung zu suchen. Da habe ich eben verheiratet. Und umgekehrt genauso. So, ach, ja. Sieht man das? Subhanallah. Wenn ich die Generation meiner Schwiegereltern anschaue, die jetzt um die 50 sind, so viele Familien, wo ich sehe, Mann und Frau, die haben überhaupt gar keine Beziehung zueinander. Gar nicht. Die sind, man weiß überhaupt gar nicht, warum die überhaupt verheiratet sind. Und bei uns gab es eine Zeit lang eine Welle, da haben die älteren Männer, so 50, 60, alle jungen Frauen geheiratet und ihre älteren Frauen verlassen. Weil es gab keine Beziehung zwischen denen. Plötzlich hörst du, der hat sich scheiden lassen, der hat eine 30-Jährige geheiratet. Der hat sich scheiden lassen, der hat eine 25-Jährige geheiratet. Und so waren die ganzen Familien zerrissen. Die Beziehung der Familien, der Männer und Frauen, dann war kaputt. Und wenn diese Beziehung nicht auf Liebe beruht, dann geht sich zwangsläufig jemand kaputt. Ist klar, oder?
Also, kritisiert eure Frauen nicht, das macht eure Frauen ein schweres Herz und es nimmt die Liebe aus ihren Herzen. Zeigt stattdessen Liebe zu euren Frauen. Zeigt deiner Frau, dass du sie liebst. Sag nicht, wieso, ich habe sie doch schon geheiratet, ist das nicht, reicht das nicht? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat seinen Frauen Liebe gezeigt. Wenn seine Frau, Aisha zum Beispiel, getrunken hat aus einem Glas, er hat aus dem gleichen Glas getrunken, an der Stelle, wo sie getrunken hat. Und wenn seine Frau von einem Stück Fleisch gegessen hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vom gleichen Bissen gebissen. Aus Liebe zu seinen Frauen. Er hat sich um seine Frauen gekümmert. Er hat seine Frauen geliebt. Und seine Frauen haben ihn geliebt. Das sieht man, wenn man so sieht, wie die Frauen über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben in den letzten Ahadith. Sei nicht übertrieben eifersüchtig. Eifersucht ist doch männlich, oder? Ist richtig. Eifersucht ist ein Teil der Männlichkeit. Ein Mann, der nicht eifersüchtig ist auf seine Frau oder seine Schwester oder seine Mutter, das ist nicht von Männlichkeit. Aber übertreibt es nicht. Werft euren Frauen nicht Dinge vor, die sie nie getan haben. Was passiert, wenn du deiner Frau Dinge vorwirfst, die sie nicht getan hat? Sie wird das Vertrauen in dich verlieren. Sie wird ein Misstrauen dir gegenüber haben. Sie wird von dir denken, der denkt doch ständig, dass ich vielleicht andere Männer angucke oder irgendwas. Das zerrüttet die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das bringt die Liebe, das bringt eure Herzen auseinander. Und zwangsläufig wird das irgendwann zur Scheidung kommen. Habt keinen Stolz gegenüber euren Frauen. Seid nicht stolz gegenüber euren Frauen. Wallah, es gibt Frauen, die viel mehr Wissen in der Religion haben als wir Männer. Und das soll man von denen auch annehmen. Muss ich sagen, noch ein Mann. Die Frau will mir was sagen? Schlagt eure Frauen nicht, Brüder. Kein Mann soll seine Frau schlagen. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt das Schlagen im Koran als letztes Mittel vor der Scheidung. Was mit dem Schlagen im Koran gemeint ist nicht das, was heute oft praktiziert wird. Ich kann euch ein Beispiel sagen, wir machen auch Alhamdulillah Infostand bei uns. Und da kam ein christlicher Mann zu uns im Infostand und er sagte, oh, ihr seid Muslime? Oh, endlich habe ich mal Muslime getroffen. Ich habe eine Frage an euch. Ich habe einen Nachbar, der ist Iraker. Und ich höre jeden Abend, wie er seine Freundin zusammenschlägt, dass sie schreit. Und ich gehe hin und klingel bei mir in der Tür und sage, warum machst du das? Du schlägst deine Frau, hör auf damit. Da antwortet er mir, ich bin Moslem, ich darf sie schlagen, wie ich will. Subhanallah. Dieser Christ kam zu uns und sagte, ist das euer Ernst? Ist das eure Religion? Wallah, das hat in unserer Religion nichts zu tun. Kein Mann darf sagen, die Suppe ist versalzen, komm her Frau, ich schlag dir eine dafür. Das ist nicht von der Religion. Oder du diskutierst mit deiner Frau und du ärgerst dich, weil sie recht hat und du boxst dir ein. Das hat mit der Religion nichts zu tun. Man mag darüber lachen. Wisst ihr, wie oft das vorkommt? Ich bekomme Mails von Schwestern, die erzählen, muslimische Männer, mich hat ein muslimischer Mann geheiratet, der ist in der Moschee bekannt, der betet seine 5 Gebete da, der hat einen langen Bart. Kaum war ich mit ihm verheiratet, das erste, was er gemacht hat, ist zusammengeschlagen. Wie kann das sein? Gerade Schwestern, die konvertiert sind, Deutsche, okay, hier werden es vielleicht Schweizer Schwestern sein, die konvertieren zum Islam, werden empfohlen, heirate den oder den, sie machen das und schwupps kommt der Mann und der haut sie. Weil er vor seinen Brüdern Respekt hat, vor seiner Frau nicht. Weil er Allah fürchtet, wenn er Moschee ist, aber Allah anscheinend nicht fürchtet, wenn er zu Hause ist. Das Schlagen im Koran ist die letzte Methode, das letzte Mittel vor der Scheidung. Und das ist kein Schlagen, dass man seine Frau schlägt, das ist ein Hauen, dass man seine Frau nicht verletzen darf. Man darf ihr keinen Schmerz zufügen. Das Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du den Ungehorsam, also deine Frau macht eine schlimme Sünde, dann ermahne sie. Und wenn du sie ermahnt hast und das wird nicht, meide sie im Bett, also psychisch Druck auf sie aus, meide sie im Bett. Und wenn sie darauf nicht reagiert, haue sie. Aber nicht verprügeln, sondern so, dass sie nicht einen Schmerz erleidet. Und das ist das letzte Mittel vor der Scheidung. Das heißt, das sollte nicht für uns Normalfall sein. Meine Frau, das Essen schmeckt nicht. Jetzt rücke ich mit dem Stuhl ein bisschen weg von ihr. Okay, ich habe sie gemieden. Jetzt kann ich sie endlich schlagen. Das dürfen wir nicht. Das ist nicht von der Religion. Und das müssen wir Muslime verstehen. Und es tut mir immer weh, wenn ich sehe, dass in muslimischen Familien Gewalt herrscht. Unsere Religion, der Islam, ist keine gewalttätige Religion. Muslime sind keine gewalttätigen Menschen. Muslime sind Menschen, die Barmherzigkeit haben für alle Menschen.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt das auch in einem Hadith. Wer nicht zu den Menschen barmherzig ist, dem wird Allah nicht barmherzig sein. Vergesst das nie, meine Brüder. Ich vergesse das nie, AbuJamal. Sei den Menschen barmherzig, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir auch barmherzig sein. Lob deine Frau. Deine Frau hat etwas Gutes gemacht, lob sie auch dafür. Denk nicht, du bist der Direktor einer Firma und deine Frau ist ein Angestellter und das ist sowieso ihre Pflicht, gut für mich zu kommen. Lob deine Frau, das ist wichtig, weil du damit ihr Herz zum Glühen bringst. Sie freut sich darüber. Das macht uns ein schönes Gefühl für sie und sie wird dir das danken, indem sie sich vielleicht noch mehr anstrengt. Hör deiner Frau zu, auch wenn es manchmal schwerfällt. Hör deiner Frau zu. Unsere Frauen, Alhamdulillah, sind die meiste Zeit zu Hause. Die sind nicht draußen in Cafés und treffen sich und reden die ganze Zeit. Wir Männer, wir gehen zur Arbeit vielleicht, danach gehen wir in die Moschee, wir reden mit vielen Männern und haben viel zu tun. Dann kommen wir nach Hause und unsere Frau war den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern. Was braucht sie jetzt? Jemand, mit dem sie reden kann. Sag ich, eine Frau soll mit Frau reden, aber was habe ich damit zu tun? Nein, hör deiner Frau zu. Hör deiner Frau zu und höre auch auf deine Frau. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das getan. Wichtige Entscheidungen hat er mit seinen Frauen besprochen. Und die haben ihn auch geraten und er hat auch auf sie gehört. Subhanallah. Und wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das getan hat, sollen wir das nicht tun? Doch, er war der männlichste der Männer. Unser Vorbild. Tun wir das, hören wir zu. Helfen wir unseren Frauen im Haus. Das heißt nicht, Frauenarbeit ist nichts für mich. Es gibt keine Frauenarbeit im Haushalt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Frauen geholfen hat. Der hat seinen Frauen im Haushalt geholfen. Der hat ihm im Haushalt geholfen. Eine Sache, die viele Muslime sagen, was? Das soll ich machen? Frauenarbeit? Staubsaugen? Geschirr waschen? Das ist doch unmännlich, oder? Wallah, das ist nicht unmännlich. Es ist männlich, wenn du es tust, weil du deine Frauen hilfst. Willst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist? Hilf deiner Frau im Haushalt. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das getan. Tun wir das auch. Mach dich hübsch für deine Frau. Hübsch machen. Nicht nur draußen für die Straße. Mach dich für deine Frau hübsch. Wer hat das getan? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der hat sich für seine Frauen hübsch gemacht. Er hat darauf geachtet, dass er gut riecht. Er hat darauf geachtet, dass er hat seine Haare geölt. Er hat sich gekämmt. Er hat sich für seine Frauen hübsch gemacht. Machen wir uns hübsch für unsere Frauen? Vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder. Ich weiß nicht, wie viele von euch verheiratet sind. Aber das ist eine Sache, die wir praktizieren sollen. Und wenn wir etwas praktizieren, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam getan hat, wird das für uns ein Nachteil sein? Es wird ein Vorteil sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts getan, was nicht für uns von Vorteil ist. Spielt mit euren Frauen. Spielt mit euren Frauen. Ja? Nicht Matchbox-Autos. Aber spiel mit deinen Frauen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat er mit seinen Frauen gespielt. Die Überlieferung ist bekannt mit der Aisha, wo er mit ihr um die Wette gelaufen ist. Er hat ein Wettrennen gemacht mit seiner Frau. Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat gesagt, sei zu Hause wie ein Kind. Und wenn deine Familie dich braucht, sei ein Mann. Ist für uns richtig oder nicht? Ist richtig. Sei mit deiner Familie und spiel mit deiner Familie. Sei nett zu deiner Familie. Mach nicht einen auf Diktator zu Hause. Als Gaddafi von Libyen, du bist Gaddafi von meinem Zuhause. Ich bin Diktator, alle müssen mir gehorchen und keiner darf mich sprechen, es sei denn, er hat eine Audienz bei mir. Dieser Hochmut, dieser schlechte Charakter ist nicht vom Islam. Wir sind nicht besser als unsere Kinder. Wir sind nicht besser als unsere Frauen. Und haltet euren Frauen nicht ständig die Fehler vor. Ein Mann, der ständig seiner Frau Fehler vorhält, auch die sie in der Vergangenheit getan hat, der ist eine große Enttäuschung für die Frau. Und das ist wiederum eine Sache, die das Herz der Frau dazu bringt, dass die Liebe aus dem Herz geht. Eine Sache, die unsere Ehe gefährdet. Glaubt mir wieder, das sind alles Punkte, die ich euch so aufzählen kann. Aber ich selber muss darüber nachdenken und sagen, hey, guck mal selber dein Haus an. Wie bist du zu deiner Frau? Fehler vorhalten, oh meine Güte. Wie oft mache ich das? Wie oft mache ich das? Aber Alhamdulillah, wenn wir Brüder uns ermahnen, uns gegenseitig unterstützen, werden wir inshallah besser werden, oder? Das liegt an uns.
Wie oft treffen wir uns? Was machen wir für die Religion? Oder werden wir uns sitzen in irgendwelchen Cafés und Dinge machen?